Der letzte Tag des Elevators ist angebrochen und auf EU18 ist der Kampf um die Spitze aber mal sowas von knapp. Das sind 480 Held-Tokens. Also ein paar Etagen von einem Spieler. Heftig, krass, ja. Also Primordial richtig gut unterwegs. Auch in den unteren Plätzen ist es immer noch sehr knapp. Dothraki Beast, Freibad und Lem um Platz 3. Lem hat sich ein bisschen vorgekämpft, aber es ist auch wirklich sehr knapp. Aber was hier oben los ist, ist wirklich mega heftig. Und ich, ja, kann jetzt hier den Unterschied ausmachen. Nein, Quatsch, wir spielen ja jetzt alle. Wir spielen ja alle jetzt hier irgendwie gleich los. Deshalb, ja. Bin im Level auf 210, hab's also jetzt gepackt mit dem Push. Und die Stärke braucht man auch. Boah, das ist heftig. Krass. Wie viel Holz und Steine. Also da kann man echt fast die Festung pushen, wenn man das will. Ja. Ja, hab's also geschafft und die Stärke war dann auch notwendig, um über Etage 100 zu kommen. Also es sind letztendlich nur 3, 4 Etagen tatsächlich, die das ausmacht. Das ist also ein Spieler, der weiter gepusht hat oder ja, keine Schokolade genutzt hat. Keine Ahnung, das ist mega knapp. Also ich spiele jetzt hier erstmal relativ straight durch. Bis 99 komme ich mit... Ach fuck, jetzt habe ich natürlich keine Schoki drin gehabt. Ja, das ist dann schon ein Fehler. Das ist Fehler. Darf nicht passieren. Ich glaube, mit Schokolade komme ich hier bei dem aber nicht weiter. Bei dem könnte es vielleicht jetzt klappen. Ich muss mal schauen. Ich habe natürlich Blitzdamage. Verdammte Axt. Natürlich Blitzdamage drin, aber... Ja, er geht doch. Aber... Yes. Okay. Das war gut. Aber der ist halt heftig. Also hier kam ich gestern selbst mit besseren Verstärkungen nicht durch. Ich kann das natürlich mal probieren, zum Beispiel mit dem Bier hier. Mehr Stärke ist gut auf jeden Fall, aber das reicht wahrscheinlich nicht. Ich muss höchstwahrscheinlich... Oh doch, der war knapp. Ich könnte mir die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, aber wenn wir so einen knappen Versuch drin hatten, dann muss er eigentlich auch fallen. Das ist ja ein Int-Gegner. Also wenn man einen Int-Gegner so niedrig bekommt, ist er eigentlich auch machbar. Weil es sind dann nur Nuancen. Also für jetzt ist es erstmal alles. Man muss natürlich weiter pushen, aber wir gucken mal. Jetzt sind wir gerade auf der 1. Ja, da haben jetzt einige Leute losgespielt. Primordial lässt sich wahrscheinlich da jetzt auch ein bisschen Zeit. Also es ist wirklich, 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 wirklich mega knapp. Und im nächsten Part werden wir uns, oder in einem der nächsten Parts dann, werden wir uns die Elevator Rewards anschauen und sehen, ob es hier tatsächlich für die 1 gereicht hat oder nicht auf dem Server. Also das ist wirklich einfach mega knapp. Ja, und da können wir jetzt nochmal zum Mittag ein kleines Update machen. 6 Stunden geht der Elevator noch, also 6,5 Stunden. Ich habe jetzt nochmal ein paar Pilze investiert, ein bisschen gepusht, habe jetzt weitestgehend alles Lebensruhen, also was möglich ist, für mein Level reinbekommen und habe natürlich auch ein paar Steine geskippt. 345 hier zum Beispiel und auch der hier 350 sogar. Die habe ich bekommen. Ansonsten habe ich viele Keys natürlich bekommen und auch schlechte Steine, eher für die Begleiter. Bin ich auch in der Schattenwelt quasi dran. Also hier geht wahrscheinlich noch was. Aber viel jetzt ist es nicht mehr. Und ich habe jetzt auch schon, sage ich mal, über 3000 Pilze nochmal für diesen Push investiert. Das ist nicht wenig. Und man muss sich halt vorstellen, ich bin jetzt 226. Also wie viele Spieler mehr Geld und Zeit investiert haben, um das halt an Tag 3 zu schaffen. Ja, also das... ja, ist schon heftig. Ja, muss man sich mal vorstellen, ich bin ja nicht der effizienteste Spieler, trotzdem ist es heftig. Und auch hier sind die Versuche jetzt, sage ich mal, ja, die sind da. 227 wäre wohl drin, wenn ich durch den Dungeon komme. Das könnte passieren in der Theorie. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Jetzt haben wir nochmal, haben wir sogar nochmal gute Handschuhe bekommen. Das ist auch so ein Ding, die hatte ich jetzt länger nicht, also einen Tag lang nicht aktualisiert, möchte ich meinen. Ja, und dann holen wir uns die alten Gems. Natürlich auch jetzt nicht so geil, aber ja, Gems skippen ist extrem teuer. Also das kostet 50 Pilze pro Skip und auch die Ressourcen, sage ich mal, sind teuer. Das ist eine Sache, die können wir jetzt nach und nach dann ziehen, wenn die Steine dann auch kommen. Spätestens zu einem Festungsevent kann man die dann nochmal nachziehen, dass man dann auch mal die Chance hat, ein paar Level
dort zu machen, auch wenn sie vielleicht für den Elevator jetzt nicht mehr relevant sind. Einen guten legendären Stein werden wir ja bekommen. So viel sei schon mal gesagt, das ist drin. Aber ansonsten muss man da jetzt einfach auch auskommen. Und auch jetzt hier die Versuche, da will ich eigentlich nicht mehr so viel reinpilzen. Das ist jetzt das eine Level, macht Kraut nicht fett. Ich hole jetzt keine neue Waffe mehr. Wir sind hier im Elevator bei 101 gelandet. Wir kommen mit dem Push jetzt nochmal ein bisschen besser. Natürlich ärgerlich, dass der Feuerdamage hat, aber er ist Geschickgegner. Von daher ging das. Ja, da kommt man hier nochmal durch. Ich hätte vielleicht sogar Schokolade nehmen können an der Stelle, um das ein bisschen zu optimieren. Aber ja, das sind nur ein paar Etagen. Der geht schon ganz schön rein hier, wie es aussieht. Da komme ich mit Schokolade. Oh, doch, komme ich weiter. Yippie! Gerade so. Den haben wir auch noch geschafft, den 106er. Neutral steht auch bei 106. Ich weiß nicht, was der heute noch spielen möchte. Aber wahrscheinlich ist das wieder so ein Blocker, ne? Den einige bei 106, das ist ein Magier. Ich glaube, da komme ich nicht weiter. Also da kann ich, was war das? Eis. Kann ich mit mehr Stärke oder so reingehen? Das. Boah. Das ist jetzt nicht gesagt. 106 ist ein Blocker für einige Spieler. Wahrscheinlich komme ich da nicht weiter. Da bin ich jetzt bei 20.800 Held-Tokens. Das ist okay. Wir sind bei 977.000. Aber Stand jetzt sind es 9.000 zu wenig. Primordial hat wirklich vorgepusht. Und ich weiß nicht, ob jetzt hier noch viel geht. Also hier oben haben eigentlich alle gespielt. Gut, hier sind vielleicht 3 Etagen noch drin, wenn man rein nur vom Besten ausgeht. Er hat noch 11 Etagen offen. Aber ansonsten sieht schon, er hat noch 25 offen. Vom Level her, er könnte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr pushen, aber das würde insgesamt nicht reichen, um den Unterschied wettzumachen zu Primordial. Also ich glaube, Stand jetzt, und das letzte Video vor dem Ende des Elevators, wird Primordial die 1 schaffen. Ja, ich glaube, sie haben sich da durchgesetzt. Lenny ist auf 270 hoch gepusht. Level höchster Spieler. Aber wir haben auch Spieler über 260. Es ist wirklich knapp. Wir haben ein Durchschnittslevel von 204 mit 491er Ritterhalle. 270 bis 130. Und wir sind eben bei einem höheren Durchschnittslevel, sind vom maximalen Level her nicht so gut, aber vom minimalen besser und die Ritterhalle ist ähnlich. Also theoretisch hätten wir die Chance, eigentlich auch Erster zu sein im Elevator, aber dann geht es wahrscheinlich wirklich darum, entweder die sind schon komplett aktiv und haben halt ein bisschen mehr Schokolade investiert oder ein bisschen mehr pro, ja, sag ich mal, 9.000 Punkte. Das ist echt viel auf der Etage. Also 20 Etagen bei ungefähr 100 Held-Tokens, das sind 2.000 Punkte. Also das ist der eine, was noch fehlt, der jetzt noch gar nicht gespielt hat. Wenn man noch Schokolade mitnimmt, ist es ein bisschen mehr definitiv. Aber wenn jeder so im Schnitt 1, 2 Floors mehr als Bestmarke hat, dann macht das halt auch einen krassen Unterschied aus, ja. Und da müssen wir höchstwahrscheinlich Stand jetzt, anders als noch nach 0 Uhr, tatsächlich sagen, Primordial, Glückwunsch. Also von meiner Seite auf jeden Fall. Ja, weiß nicht. Also ich kann jetzt nicht mehr viel machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also den Blocker zu schaffen, dann müsste ich viel investieren, ein bisschen Glück haben. Das werde ich nicht schaffen. Wir sind auf jeden Fall auch nicht mehr von Rang 2 zu stoßen, das ist schon mal gut. Im Rang 3 sieht es jetzt auch so aus, als wenn sich Blem gefestigt hat. Und Dothraki Beast hat sich ein bisschen vor Freibad geschoben, da war ja der Unterschied ein bisschen geringer. Er ist jetzt ein bisschen größer geworden. Ja, also ich denke, das könnte dann auch das finale Ergebnis sein von Rang 1 bis Rang 5. Und ja, deshalb, wenn es so ist, muss man einfach damit leben. Ich kann mir jetzt selber persönlich nicht so viel vorwerfen, außer natürlich, ich hätte mehr Geld noch investieren können. Aber ja, gemäß der Zeit, die ich hatte, ist das eigentlich ein ordentliches Ergebnis für mich vom Level her auch zum jetzigen Zeitpunkt. Das war's dann erstmal von mir. Haut rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.